Unsere Omanreise hat uns von der abgelegenen Halbinsel Musandam über das Hadschar-Gebirge nach Niswa geführt, wo der berühmte Ziegenmarkt stattgefunden hat. Wir haben zwar keine Ziegen gekauft, dafür genügend Proviant für unsere nächste Etappe. Denn für uns geht es ins Gebiet der Dromedar, in die grosse Wahiba Sands Sandwüste. Yalla, Habibi! Guten Morgen! Heute geht es weiter von Niswa Richtung Wüste, aber wir müssen zuerst noch unser Velo putzen. Ja, irgendwie hat die Palme mega getröpfelt. Das ist der Bösewicht. Ganz viele so kleine klebrige Flecken drauf. Ja, also nicht, ob man das sieht, aber es ist alles klebrig. Wenn man so auf den Sattel hockt, würde man ganz festkleben. Ja, wir kommen gar nicht mehr vom Velo runter. Ja. Ja, da haben wir übernachtet. Die letzte Nacht im Date Palm Inn. Es war richtig schön hier mit dem Garten. Dort hinten hat es ein paar Ziegen und Hühner rumlaufen. So, aber jetzt sind wir bereit zum Weiterfahren. Wir haben noch knapp 2 Wochen, bis wir unseren Weiterflug haben. Und ja, in dieser Zeit haben wir noch über 500 Kilometer zu machen. Also müssen wir ein bisschen vorwärts kommen. Langsam sind wir aus Niswa draussen und jetzt kommen wir am berühmten, bekifften Haas vorbei. Bevor es in die Wüste geht, gehen wir jetzt noch ein bisschen pösterlen. Und unser Lieblingsladen hier im Oman ist der Lulu. Und voilà, da der Lulu Hypermarket. Einer der Vorteile, dass die arabische Halbinsel so multikulturell ist, bzw. so viele Arbeitskräfte aus Asien hat, ist, dass man Produkte von der ganzen Welt bekommt. Aber nicht nur solche spezielle aus Asien, sondern auch Pesto aus Italien. Ja. Die sind ihre Lieblingszeltchen. Und richtig leckere Teigwaren. Ja. Wow. Und es hat auch so eine Bäckerei drin, wo so frisches arabisches Brot gerade hinten dran Massenproduktion ausgeliefert haben. Das ist wirklich noch warm. Und dann hat es auch noch so einen offenen Schank, wo man Feta nehmen oder Joghurt mit Gewürzen und so Sachen. Also perfekt, um nachher später zu Mittag essen. Ja, wir sind spontan hier noch zu einem Fort gefahren. Bevor wir kurz einen Teestopp gemacht haben, hat uns ein Einheimischer gesagt, ja, da gibt es noch ein Fort. Es sagt etwas daheim und wir sollten das unbedingt anschauen, es ist mega toll. Da unten sieht man noch, wie die Altstadt früher aufgebaut war. Halt mit all diesen Räumen, mit diesen Ablageflächen, immer was haben in der Wand. So spannend. Und da hinten die Neustadt und irgendwo dort in den Bergen. Aber jetzt Mittagspause, oder? Ja, schon. سألوني الناس عنك سألوني قلت لهم راجع وعطلوني سألوني الناس
fast eine Safari-Landschaft. Ich habe das Gefühl, nächstens kommt irgendwas Fliegen für den Büsch nicht. Meinst du einen Tiger oder einen Antilopen oder so etwas? Elefant mindestens. Ja. Nashorn. Falscher Kontinent. Ja. Aber das Dromedar wäre schon schön. Ja, das wird auch nicht passen. Ja, vor 2 Minuten haben wir noch davon gewitzelt, dass da Dromedar-Land ist und wir haben doch voll recht gehabt. Überall Dromedar. Also ja, überall. 3. 3. Immerhin. يا حبيبي كتبوا المكاتيب وأخذ الهوى بيعز علينا يا حبيبي لأول مرة ما منكم سوا So einfach ist es da, einen Campingplatz zu finden. Biegt einfach kurz von der Straße ab, was einem gerade gefällt. Fahrt ein paar Meter auf irgendeinem kleinen Kiesweg auf dem da hin. Und dann hat man einen traumhaften Platz. Schaut euch das an. طل من الليل قال لي ضويلي لقاني الليل وطفى اناديلي طل من الليل قال لي ضويلي لقاني الليل وطفى اناديلي ولا تسأليني كيف استهديت كان قلبي اللي عندك دليلي Ja, gestern, als wir hier abgebogen sind, haben wir ein Schild gesehen, das dahinter zu einem Dromedar- oder Kamel-Race-Piste führt. Und das werden wohl die Rennkamel sein. Renndromedar. Geschmeidig irgendwie. So windschnittig. سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتيب وأخذ الهوى بيعز علي يا حبيبي لأول مرة ما منكم سوا سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتيب وأخذ الهوى بيعز علي غني يا حبيبي لا أول مرة ما منكن سوا Guten Morgen. Ja, wir sind hier im alten Teil von Ibra. Wir können jetzt hier die Altstadt anschauen. Es sind zwar verfallene Häuser, teilweise aber restauriert. Und wir sehen hier einen Einblick, wie früher so eine islamische Altstadt ausgesehen hat. Ja. Relativ verwinkelt normalerweise und zu gegenüber der Straße. Man hat wirklich in den Häusern innen gelebt. Das sieht man auch noch in der heutigen Architektur ziemlich gut. Es ist schön, die Verzierungen sind teilweise noch richtig gut erhalten. Im Vergleich zum Rest. Gehen wir mal rein. Ja, da sieht man richtig, wie die Räume ausgelegt waren. Sind wirklich noch schön mit Dekorationen. Und überall da sieht man die Fächer. Zum Beispiel auch jeder da. Das war typisch in den omanischen Häusern, wo man halt Ablageflächen hatte. Das ist so etwas Schönes und Praktisches. Ja, fast ein bisschen neidisch, dass wir das heutzutage nicht mehr haben. Nur noch unsere Einbauschränke, aber die sind nicht ganz so schön. Genau. Das wäre ein Element, das man könnte in die moderne Architektur wieder integrieren könnte, finde ich. Ist halt nicht ganz günstig zum Bauen. Und wie schon in Kappadokien habe ich heute die Ehre, den Hausarchitekt, den Dario Resegatti, hier bei mir zu haben. Ja, es geht hier in erster Linie mal ums Baumaterial, das sie hier gebraucht haben. Und zwar sind die Häuser aus Lehm. Und Lehm hat natürlich das Problem, dass das nicht wetterungsbeständig ist. Das heisst, sobald es regnet, wäscht es den Lehm aus, oder? Also, die haben das so gelöst in dem Sinn, dass sie einen wasserdichten Verputz hatten. Aber den hat man natürlich unterhalten. Und wenn man es nicht unterhalten, dann passiert das wie das hier hinten. Und zwar, dass einfach das Haus plötzlich verschwindet.
die Freude, wenn man unerwartet an einem Ort wie Ibra so ein fast schon europäisches Kaffee findet mit einer richtigen Kaffeemaschine. Oh. Ich glaube, das kann man gar nicht recht nachvollziehen, wenn man nicht so unterwegs ist wie mir, was das für einen bedeutet, wenn man so die Möglichkeit hat. Man schätzt es so fest. Ja. Wir sind hier von Ibra am rausfahren, auf einer grossen Straße, und es ist mega praktisch, mega cool. Sie haben hier einen 3-spurigen Veloweg gemacht, der mindestens gleich breit ist wie die Straße nebendran. So cool. Mega toll. Wahl der Wahl, oder? Ja. Kannst du es wählen? Ich bin jetzt auf der mittleren, auf der schnelleren. Ja, so ist das. Wir haben jetzt an der Kamera vorbeifahren mit unseren Velos, aber wir stecken jetzt schon im Sand fest. Ihr seht hier, das ist der Ausgangspunkt für die ganzen Sanddünen. Da geht es wirklich los in die Wüste. Ja, und wir haben eigentlich vor, in der Wüste zu zelten, also wirklich einfach das Mätteli mitnehmen und die Velos irgendwo abstellen und dann ab in den Sand. Blende ein bisschen. Aber es ist ja so, dass Darius seit ein paar Tagen extreme Bauchschmerzen hat und nicht so mag. Ja, Durchfall und alles, was dazugehört halt. Und dementsprechend mich auch einfach ein bisschen schlapp fühlen. Zu wenig Power hat, um das Velo so durch den Sand zu stoßen. Ja, wir merken schon nur, das ist jetzt anstrengend. Und unter normalen Umständen, ja, das ist etwas anderes. Und weil wir jetzt aber so nah an der Wüste sind und wirklich in die Dünen möchten, haben wir uns jetzt entschieden, dass wir unser Kessel für so Spezialfälle anbrauchen. Genau, und uns gönnen, in einem Wüstencamp zu übernachten. Genau, jetzt fahren wir irgendwie mit dem Velo zum Treffpunkt und werden dann dort mit dem Jeep abgeholt. Wir können die Velos unterstellen und eine Nacht in der Wüste verbringen. Ja, so haben wir das Wüstenerlebnis trotzdem, aber halt nicht so wie geplant. Aber ja, wird sicher sehr schön. Für uns geht es jetzt in die Wüste. Ja, ab und für das lässt der Rashid, unser Fahrer, unser Host, ein bisschen Luft raus. Und zwar mega viel. Ja, das kennen wir von den Velofilmen, die wir das Gleiche gemacht hätten. Ja. So, wir sind angelangt bei unserem Wüstencamp. Und ja, normalerweise hat es andere Touristen, außer heute Abend. Also wir sind wirklich die einzigen Gäste da auf dieser Düne oben. Und jetzt gehen wir mal das Haus anschauen. Genau, das ist unser Zuhause die Nacht. Genau. Yeah. Mega cool. Wow. Wunderschön, hey. Wie ihr vielleicht wisst, sehen die meisten Wüsten nicht aus wie in einem Bilderbuch. Tuahiba Sand ist eine von ganz wenigen Sandwüsten und eines der beliebtesten Ausflugsziele im Oman. Hier erstrecken sich von über 180 km von Nord nach Süd unzählige Sanddünen, bis an die Küste vom Arabischen Meer. Vorstellung und Realität von den Dünen oben im Sand, so einen Untergang betrachten. Und die Realität,
Es windet richtig, ich habe immer noch die Sonnenbrille nach. Es ist alles voller Sand und zerknirscht. Wir werden hier köstlich bewirtet. Es gibt einen riesen Teller mit arabischen Köstlichkeiten. Ein guter. Ja, ein guter. Wow. Heute Morgen sind wir früh aufgestanden, um den Sonnenaufgang zu sehen, hier bei unserem Camp. Wir haben wunderbar geschlafen und es war ein absolut einmaliges Erlebnis. Die Ruhe in der Nacht waren wir völlig alleine im Camp. Wirklich, wir sind wahnsinnig froh, haben wir uns entschieden, dass wir doch noch mehr in die Dünen sind. Und ja, es mega, mega genossen. So, mal schauen, was es zum Morgen gibt. Eier, oder? Nein, Pfannkuchen. Ja, natürlich. Linsendahl. Wassermelone und Granatäpfel. Yep. Fruchtsalat. Oder Melone. Und Brot und Früchte. ja. مرحبا السلام عليكم كيف الحال طيب يا مرحبا أنا راشد واسكن بدية بلادي بدية وأنا من سلطنة عمان أصلا ونسكن بدية مولود أنا في أفريقيا تنزانيا يقولوا زنجبار بس أنا ما أعرف عاد هاي منها زنجبار ولا تنزانيا المهم مولود وياي في 1974 فسكننا بدية من ذاك الوقت إلى اليوم تقريبا الحمد لله رب العالمين عشنا في رخاء وأمان والدنيا حلوة الحمد لله وعادياتنا الفكرة إن نسوي نبني هذا المخيم هني في الصحراء وسميناه باسم اخترنا له اسم اللي هو عمان ديزرت ديون برايفت كامب والحمد لله مستمرين في الشغل وعاقبنا كثير واليوم زايرين الجماعة من سويسرا مساكين كانوا يتمشوا على سياكل واختاروا انهم يخيموا عندي هنا في المخيم واستقبلناهم ونتمنى يكون كل شيء عجبهم يعني مثل الأكل والمقام الحمد لله والمكان وأهل المكان نفس الشيء. السلام عليكم. So, also das Wüstenabenteuer legt sich am Ende zu, wobei Abenteuer Komfortvariante natürlich. Haben es wahnsinnig genossen, aber eine kleine Aktivität fehlt natürlich noch. Yep. Es geht noch ab auf das Kamel. Der Dario ist noch nie auf einem Kamel gesessen und das muss geändert werden. Jetzt schauen wir mal, ob die überhaupt Lust haben auf uns. Hallo. Assalamu alaikum, Habibi. Gefalak. Alles gut?
دموع العباد الغافلين. Bist du schläfrig, Hure, Scheissdreck? Scheiße, Mann! Wir sollen das abstellen. Ja, ja, ist alles gut. Shit, nochmal. Hast du den Weg gemacht? Nein, aber es ist... Ich weiss nicht, wie ich das Velo aufstellen kann. Das ist so verdammt schwierig. Ja, nach 54 Kilometern sind wir jetzt kurz hinter Sabt angekommen. Das gehört auch zum Wadi Bani Khalid, einfach am unteren Teil, der etwas weniger bekannt ist. Und nach dem Dario sind wir im Sturz ins Wasser, wo zum Glück nichts passiert ist, sind wir noch kurz baden, wobei eben, es war mehr ein Tümpel, aber trotzdem erfrischend. Und das ist jetzt unser Zeltplatz für heute. Ja, und jetzt gibt es die lang ersehnte Pasta, endlich. Jetzt kochen wir. Ihr dürft uns einen guten wünschen. Juhu! Ja, Herzlich Pasta! wow! شفت البلدان العامرين والبر الخالي، شعل ضيحت وقات وشعل زيت ما زال تخلي، يا الغايب في بلاد الاشعال. Wir sind hier am Mittagessen und Lisa ist wieder einmal in ihrem indischen Essen. Endlich haben wir wieder mal ein Restaurant, das eine größere Auswahl hat als nur Chicken mit Reis. Und was für eine, wow! Mega fein. Aber was ich eigentlich vor allem erzählen wollte, ist, dass die Omani ganz eine spezielle Angewohnheit haben. Und zwar fahren sie immer vor das Restaurant an und hupen 2-3 Mal und dann müssen die armen Angestellten rausrennen und sie bedienen. Und sie hocken einfach im Auto und warten, bis das Essen kommt. Fahren dann mit dem Essen davon. Es ist verdammt windig. Purer Scheiß. Es würde eigentlich gerade gehen. Und gegen diesen Wind haben wir uns zurück an die Küste gekämpft, wo uns auf dem Weg nach Muscat noch einige Highlights erwartet hat. Aber das im nächsten Video. الغايب في بلاد الاشعال تعيا ما تجري، ديك وعد القدرة ولا زمان وانت ما تدري، يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتقولي، شعل